Ich habe schon seit Jahren das Problem, wie ich vernünftig Haut malen kann, und dafür habe ich jetzt für mich eine Lösung gefunden. Servus zusammen. Im heutigen Video möchte ich mal über das Thema Haut bemalen reden, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe da über die Jahre immer wieder ein Problem gehabt, vernünftig Haut zu malen, und daher auch versucht, es weitestgehend zu vermeiden. Und kürzlich bin ich hier jetzt auf eine Lösung für mich gestoßen, die ich heute einfach besprechen möchte, denn ich habe mir eben, wie viele von euch wahrscheinlich auch, über die Jahre hinweg die diversen Hautfarben verschiedener Hersteller gekauft, diese ausprobiert, bin aber nie auf ein Ergebnis gekommen, das mir wirklich gefallen hat, und das hat sich jetzt eben geändert. Und hier seht ihr auch schon die Lösung für mein Problem der letzten Jahre, Hauttöne zu malen. Das Skin Tone Paint Set von Army Painter. Ich wechsle ja sehr viel durch, was Farben betrifft, verwende auch durchaus Kontrast Paints von Citadel, auch die Hauttöne, wenn es eben darum geht, größere Armeen wie für Kings of War zu bemalen, weil da soll es schnell gehen. Aber vor allem bei Einzelfiguren bin ich jetzt dazu übergegangen, dieses Farbton bzw. diese Farben zu verwenden, denn ihr bekommt hier ein sehr breites Spektrum an Farben für Hauttöne. Das ist natürlich, oder sieht jetzt im ersten Moment nicht so viel aus, aber es reicht eigentlich, weil ihr habt hier eben 9 Farbtöne, die aufeinander aufbauend sind, von ganz dunkel bis sehr hell. Dazu kommen noch 3 Tonerfarben, die eben noch ein bisschen Dinge wie ein Rotstich oder etwas Ähnliches, was man eben immer wieder in der Haut sieht, oder auch Grün- und Blautöne. Das lässt sich eben hier mit diesen Tonen dann wieder darstellen bzw. machen. Ganz einfach, funktioniert ähnlich wie ein Wash mehr oder weniger. Und dann haben wir hier noch 3 Washes dabei, die dann speziell für eben diese Skinfarben oder eben Skinfarben im Allgemeinen gedacht sind. Ich habe es bisher nur mit diesen probiert, und wir werden uns da auch gleich noch ein paar bzw. 2 Figuren ansehen, die ich hier gemalt habe mit diesen Farben im Anschluss. Aber alles in allem, wie gesagt, bekommt ihr hier ein sehr, sehr schönes Gesamtset an Farbtönen, und auch wenn es nur 9 Farben sind, könnt ihr mit diesen Grundfarben schon eigentlich alles darstellen. Denn ihr seht es hier schon auch auf der Vorderseite. Hier geht es von ganz dunkel bis eigentlich recht hell, und das ist alles mit diesen Farben hier gemalt. Auch hier die Köpfe bei den Space Marines sieht man auch hier ganz gut, welche Sachen hier möglich sind. Und wieso ich das System eben hier so gut finde, ist, dass man ganz einfach malen kann, weil man, so wie es vorgeschlagen wird, auch 3 Farben hernimmt. Zum Beispiel, wenn man was Dunkles malen möchte, beginnt man mit Onyx Skin, geht weiter zur ersten Schicht dann Mokka Skin und Tiger Eye Skin, und kann dann je nachdem nach Tiger Eye Skin dieses noch ein bisschen aufhellen, um zum Beispiel zu akzentuieren, oder die nächste höhere Farbe quasi nehmen, die nächst hellere Farbe, um ein Ergebnis zu erzielen, das eigentlich recht einfach ist, ohne sich selbst hier über die Hautfarben Gedanken zu machen. Und so gehören quasi diese ersten 3 Farben zusammen, und für die nächst hellere Variante kann man dann eben hier dann die nächsten 3 Töne nehmen und die nächsten 3, um hier ganz etwas Helles zu malen, und um dann eben Rötungen im Gesicht oder so blau-grüne Stellen und ähnliches, oder eben hier auch auf der Nase etwas Helleres hinzubekommen. Dafür hat man dann eben auch diese Toners dabei, und um dann wiederum Schatten hinzubekommen, ganz einfach diese 3 Washes. Funktioniert also ganz, ganz einfach, und ich habe es dann auch bereits probiert. Man muss nicht nach diesem System direkt vorgehen, sondern die Farben sind natürlich insgesamt recht gut, meiner Ansicht nach abgestimmt. Ihr könnt zum Beispiel auch mit Mokka Skins starten, ganz einfach, dann Tiger Eye Skin und Jasper Skin als Abschluss nehmen, um eben dieses mehr oder weniger Triangle abzuschließen und eure Haut für eine Figur ganz einfach zu malen. Und ich habe dazu auch 2 Figuren mitgebracht, die ich hier gemalt habe, eben genau mit diesen Farbtönen. Ich bin hier zum Beispiel etwas heller vorgegangen,
bei dieser Figur und ich habe, glaube ich, in dem Bereich mit Jasper Screen hier begonnen, beziehungsweise mit Amber Skin und bin ein bisschen heller geworden eben bei dieser Bemalung dieser Figur und habe hier ganz bewusst auch ein bisschen darauf geachtet, bei den Schatten und so weiter eben oder auch bei den Rötungen im Gesicht ein bisschen in diesem Bereich oder hier am Oberkörper durch die harte Arbeit eben ganz bewusst ein bisschen mehr auf dieses Garnet Pigment Toner hier oder eben auch auf die Washes zu gehen und mit denen ein bisschen zu arbeiten und bin hier auf dieses Ergebnis gekommen mit eben dann, ich glaube, der Abschluss war dann Topaz Skin als letzte Akzentschicht mehr oder weniger und das hat eigentlich nicht lange gedauert, weil wie gesagt, ich musste mir hier keine Gedanken dazu machen, welche Farben ich verwenden möchte, weil mir das hier schon vorgegeben wurde. Und dieses Farbset hat mich dann natürlich auch dazu angespannt, auch eine Amazonenfigur zu bemalen, die ja generell häufiger mit ein bisschen mehr Haut daherkommen. Daher habe ich die Freebooters-Figuren bisher zu den Amazonen ausgelassen. Und auch hier sieht man einen etwas dunkleren, rötlicheren Farbton. Und hier habe ich eben den Start mit Mokaskin gemacht, eben nicht mit einem der 3 Standardfarben hier, mit denen man anfangen sollte, sondern eben bin hier mit Mokaskin gestartet und hochgegangen bis Jasper Skin als letzte Detailfarbe und habe auch hier dann wieder ein Wash dazu verwendet, eben in dem Fall das Strong Wash und ein bisschen eben auch wieder mit den Tonern gearbeitet. Und damit ist eigentlich dieses Ergebnis rausgekommen und hat eigentlich keine Stunde gedauert. Also ich habe hier natürlich ein bisschen Trockenzeit einplanen müssen, aber alles in allem, ich habe da, glaube ich, unter einer halben Stunde gebraucht, diese Haut so zu malen, wie sie hier ist. Möglicherweise kann man es auf dem Video hier nicht ganz so gut erkennen. In Natura ist die Figur bzw. sind die einzelnen Farbtöne etwas einfacher zu erkennen. Und hier jetzt nochmal der Farbinhalt der Box, also alles an, was so Papier, Werbung und so weiter dazu kommt, habe ich mal weggelassen. Aber die beiden Sachen, die ihr hier seht, diese Trays bekommt ihr mit den ganzen verschiedenen Farbtönen, den bei 3 Washes, dann hier den Pigmenttonern, auch hier seht ihr schon dieser Obsidian Toner, der ist doch eher mehr ins Grünliche, wenn man sich das Ganze hier anschaut. Und eben nicht so dunkel, wie es auf der Verpackung im ersten Moment ausgeschaut hat. Und eben, ihr bekommt es auch noch, wenn ihr euch selbst Farben zusammenmischen wollt für eure Hautfarben, auch hier noch Dropper Bottles, die eben leer sind, insgesamt 4 Stück und natürlich die Kugeln für die Bottles, damit ihr das Ganze schön mischen könnt, so wie es üblich ist, dass man das dazu bekommt bei den Army Painter Farben. Hier habt ihr nun meine Lösung also gesehen für dieses Problem, Haut zu bemalen. Das ist natürlich nicht etwas, das jetzt für jeden in Frage kommt oder das Produkt, das vielleicht nicht jeder toll findet. Aber für mich ist es einfach mal ein Einstiegspunkt jetzt gewesen, wo ich dann für mich auch gesagt habe am Ende, und das habt ihr auch an den Figuren gesehen, mit denen ich persönlich sehr zufrieden bin, wo ich einfach ein einfaches System gefunden habe, um Haut malen zu können und das in ganz unterschiedlichen Farbtönen und so, dass mir das Ergebnis ganz einfach gefällt. Und das Schöne dabei, es ist eigentlich alles vorbereitet, man hat die unterschiedlichen Abstufungen der Farbtöne, die aufeinander abgestimmt sind, zusammen mit eben dann noch zusätzlich den Effekten und kann hier ein sehr schönes Gesamtergebnis erzielen. Natürlich klarerweise jemand, der professioneller malt, wird das nicht brauchen unbedingt oder auch jemand, der wesentlich mehr malt und auch besser malt als ich, wird hier auch ganz andere Lösungen dafür haben. Ich hoffe dennoch, dass ich dem einen oder anderen von euch hier vielleicht eine Inspiration geben konnte oder eben einen Tipp, wenn ihr eben auch das Problem habt, wie ihr Haut malen könnt.